Willkommen bei Legendäre Burgen und Dome. Schön, dass Sie wieder da sind, um gemeinsam in das dunkelste, aber auch majestätischste Kapitel der Geschichte einzutauchen, das die Marksburg für uns bewahrt. Es ist uns eine Ehre, hinter die steinernen Fassaden zu blicken und alte Sagen zu beleben. Heute entführen wir Sie an einen Ort zwischen Himmel und Hölle im ewigen Nebel des Mittelrheintals, wo die Marksburg majestätisch auf ihrem Felsen thront. Eine eiskalte Nacht, in der die Kälte aus den tiefsten Spalten des Schieferfelsens kriecht. Die Marksburg wird von unheimlicher, sakraler Stille umhüllt. In der Burgkapelle flackert nur ein einziges, schwaches Kerzenlicht. Ein junger Mönch kniet vor dem Altar, auf dessen Stirn der kalte Schweiß nackten, unsäglichen Entsetzens steht. Schatten an den Wänden der Burgkapelle bewegen sich plötzlich voller finsterem Leben. Der Priester weiß, dass das Jenseitsgrauen unaufhaltsam naht. Er weiß, der mysteriöse Mann, der morgen die unschuldige Tochter des Burgherrn heiraten soll, ist der Fürst der Finsternis selbst. Er will die mächtige, unbesiegbare Marksburg an sich reißen. Nun erzählen wir die düstere Legende, die die Steinmauern der Marksburg seit Jahrhunderten hüten. Eine Geschichte voller Intrigen, Leidenschaft, Liebe und mystischem Horror, die die Burg für immer veränderte. Denn genau diese Legende erklärt auf beeindruckende Weise, warum diese Festung als einzige in der Region in ihrer gesamten Geschichte niemals von Feinden zerstört wurde. Das europäische Mittelalter war geprägt von brutalen Fehden, blutigen Zwisten und vernichtenden Kriegen. Festungen brannten nieder, mächtige Dynastien ertranken im Blut. Doch dieses Schicksal blieb der Marksburg erspart. Unbezwingbar trotzte sie jedem historischen Sturm. Anfang des 12. Jahrhunderts, um 1117, herrschten die Edelherren von Braubach auf diesem Felsen. Später ging die Wehranlage an die mächtigen Herren von Eppstein über, die sie ausbauten. In jener fernen Zeit trug das Bauwerk noch den Namen Burg Braubach. Genau hier, auf dem Schieferfelsen der Burg Braubach, hoch über dem wilden Rhein, wuchs die schöne Elisabeth in Sicherheit auf. Ihre Anmut und Schönheit waren legendär. Ihr Ruf reichte weit über die Region hinaus. Viele stolze Edelleute kamen, um mit Gold, Land und Allianzen um ihre Hand anzuhalten. Doch das reine Herz der jungen Elisabeth war unkäuflich. Sie wies alle ab, bis sie den edlen Siegbert von Lahnstein traf. Für das dunkle Mittelalter war dies eine seltene Liebeshochzeit, die von der Burg gesegnet wurde. Es schien, als stünde ihnen eine glückliche Zukunft bevor. Doch das Schicksal war ein grausamer Henker. Ein Bote des Kaisers Rudolf von Habsburg brachte Unheil. Siegbert musste in den Krieg gegen König Ottokar von Böhmen ziehen. Am Haupttor der Marksburg verabschiedete sich Elisabeth unter Tränen. Dieser Tag der Trennung stieß eine Kette mystischer Ereignisse an. Lange Monate des Wartens vergingen für das einsame Mädchen wie bleierne Ewigkeiten. Ein Jahr verging, dann ein zweites. Keine Nachricht von Siegbert. Die Marksburg versank in Trauer. Ihr alter Vater, der kranke Herr von Eppstein, drängte seine Tochter nun vehement zu einer neuen Ehe. Genau in diesem Moment erschien ein mysteriöser schwarzer Reiter. Graf Rochus von Andechs. Er trug eine tiefschwarze, perfekt polierte Rüstung, die das Licht schluckte. Rochus war atemberaubend schön und besaß unermesslichen Reichtum. Er behauptete, Siegberts Verwandter zu sein und dass dieser im Kampf fiel. Elisabeths Herz brach. Rochus begann sofort eine aggressive Werbung. Der alte Burgherr war begeistert, doch Elisabeth spürte instinktive Abscheu. Jeder auf der Marksburg fühlte eine Kälte in der Nähe des Fremden. Aber niemand schenkte dem Beachtung. Nur der junge Mönch Markus,
der in der Kapelle der Marksburg diente, erkannte die Gefahr. Er bemerkte, dass der rätselhafte Rochus das Gotteshaus strikt mied und bei Kirchenglocken zusammenzuckte. In der Nacht vor der Hochzeit flehte Markus verzweifelt vor dem Altar den heiligen Markus um Hilfe an. Plötzlich erstrahlte die Kapelle in göttlichem Licht. Der Evangelist erschien und sprach: »Du betest nicht gegen einen Menschen, unter der Rüstung steckt Satan selbst. Er will Elisabeths Seele und die Marksburg schänden. Nimm das geweihte Silberkruzifix und berühre bei der Trauung sein Haupt.« Der Morgen der Hochzeit war angebrochen. Auf Schloss Marksburg herrschte gespannte Erwartung. Elisabeth schritt in ihrem Brautkleid zum Altar. Dort wartete Rochus, dessen Gestalt einen langen Schatten warf. Als der Priester ihre Hände einen wollte, trat Mönch Markus vor. Mutig hob er das Silberkreuz und presste es auf das Haupt des Ritters. Ein unmenschlicher Schrei zerriss die Stille. Die Rüstung schmolz wie Wachs, schwarzer Rauch quoll hervor, der Steinboden riss, die Erde tat sich auf, der Fürst der Finsternis stürzte in den Abgrund. So wurde die Marksburg vor dem Bösen gerettet. Die Burg wurde in Marksburg umbenannt. Doch die dramatische Legende verweigert ein Happy End. Die psychisch gebrochene Elisabeth ging ins Kloster. Kurz darauf ritt Siegbert durch das Haupttor. Als er erfuhr, dass sie der Welt entsagt hatte, versank er in tiefe Trauer. Warum fasziniert diese alte Legende noch immer? Wer die Marksburg heute besucht, spürt sofort: Hier steht die Zeit im Mittelalter still. Sie ist die einzige unzerstörte Burg am Mittelrhein. Die Reitertreppe, die Rüstkammer, die gotische Küche, die Schmiede und die Fresken des heiligen Markus in der Kapelle, all das bewahrt die Marksburg bis heute. Heute ist die Marksburg ein führendes Forschungszentrum und Sitz der Deutschen Burgenvereinigung. Jährlich kommen Hunderttausende Touristen. In Japan, auf der Insel Miyakojima, wurde sogar ein exakter Nachbau der Marksburg errichtet. Doch die wichtigste Botschaft der Legende ist: Die wahre Stärke einer Festung liegt nicht in der Dicke der Mauern, sondern in der Reinheit der Herzen. Das Licht siegt immer über die Dunkelheit. Wir hoffen, diese düstere Reise hat Sie inspiriert. Wo Sie Tickets buchen können, um die Marksburg selbst zu erleben, erfahren Sie in unserem vorherigen Video aus der Sammlung der Burgen in Stichen. Abonnieren Sie legendäre Burgen und Dome, liken und teilen Sie das Video. Schreiben Sie uns: Glauben Sie an den göttlichen Schutz der Marksburg? Bis zum nächsten Mal bei Legendäre Burgen und Dome.